Leute, willkommen auf meinem Kanal. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Heute machen wir extrem leckere Schokobrötchen, ganz ohne Ei, und die sind so unglaublich lecker. Wenn ihr die nachbackt, schreibt mir später in die Kommentare, wie ihr sie fandet. Alles, was wir für den Teig brauchen, sind 500 Gramm Weizenmehl, Type 550, 250 Milliliter Milch, 150 Gramm Schokojunks, 5 Gramm Salz, 30 Gramm Hefe, 100 Gramm Zucker, 120 Gramm Butter und 30 Gramm Zitronenextrakt. Ich zeige euch im Video, wie das funktioniert. Dann fangen wir jetzt mit dem Vorteig an. Ich nehme jetzt 70 Milliliter Milch und erwärme sie in der Mikrowelle. Ihr könnt sie gerne auch auf dem Herd erwärmen. Schaut aber, dass sie nicht mehr als 40 Grad hat. Solange die Milch in der Mikrowelle sich erwärmt, wiege ich von den 500 Gramm Mehl 100 Gramm Mehl ab. So, ein bisschen mehr. Und dann noch eine Prise von dem Zucker. Den brauchen wir nämlich, damit die Hefe sich vermehren kann und wir nicht so viel Hefe benutzen müssen, und dann schmeckt der Teig auch viel besser. Nachdem die Milch jetzt erwärmt ist, schauen wir mal, wie viel Grad sie hat. So 37 Grad ist optimal. Dann nehmen wir die Hefe und zerbröseln sie komplett da rein. Und jetzt kommt die ganze Milch auch da rein. Wenn ihr das jetzt habt, dann verrührt ihr alles ganz schön zu einem schönen weichen Teig. Das kann ruhig 1-2 Minuten dauern. Keine Reste entstehen und dass es schön klebrig wird. Das ist optimal. Wenn eure Hände dann so aussehen, könnt ihr ein bisschen von eurem Mehl nehmen und eure Hände damit einreiben. Dadurch löst sich das alles ganz sauber. Dann könnt ihr den Teig ganz einfach von den Händen loswerden. Das funktioniert übrigens mit jedem Teig. Wenn der Teig dann so an den Seiten klebt, dann gibt es ganz einfache Helfer. Ihr nehmt so einen Teigschaber und kratzt den Teig einmal ringsrum schön runter. So, wenn ihr den Teig jetzt runtergeschabt habt, muss der für 2 Stunden stehen und vor sich hinreifen. Dafür nehme ich immer ein Küchentuch, oder was ich hier habe, ist so ein Baumwolltuch, und deckt es dann einfach ab. Und lasst es einfach an einem warmen, schönen Ort stehen. Hier scheint gerade bei mir die Sonne, das passt optimal. Und ja, dann sehen wir uns in 2 Stunden wieder. Jetzt sind 2 Stunden vorbei und wir schauen mal, was bei dem Teig passiert ist. Wow, sieht das schön aus. Der ist jetzt schön aufgegangen. Und wir werden jetzt die restlichen Zutaten dazugeben. Wir fangen an mit der Milch. Die muss kalt aus dem Kühlschrank kommen, aber gibt nicht alles sofort rein. Lässt noch ein paar Milliliter zurück. Dann kommt das Mehl. Das ganze Mehl komplett rein. Dann die Butter. Komplett rein. Es muss alles kalt sein, kalt aus dem Kühlschrank. Und dann noch 30 Gramm Zitrone. 30 Gramm, das passt. Nicht vergessen das Salz. Natürlich noch Zucker. Nachdem ihr jetzt das alles drin habt, könnt ihr das entweder von Hand mischen oder ihr habt sowas wie ich, wie eine Teigmaschine. Dann geben wir alles in die Teigmaschine und verrühren das. Das dauert so circa 2 Minuten, bis das alles vermengt ist. Solange der Teig jetzt vor sich hin knetet, erkläre ich euch, wie das Zitronenaroma geht. Das ist ganz einfach. Ihr holt euch eine Bio-Zitrone, die muss echt Bio sein, wäscht sie davor, dann raspelt ihr sie. Die Raspeln schmeißt ihr in eine Schüssel rein, presst den Saft der Zitrone aus und füllt es einfach mit Zucker auf. So, nach circa 2 Minuten sieht der Teig so aus. Dann können wir den Teig schneller einstellen. Und so lassen wir den Teig jetzt circa 8 Minuten laufen. Jetzt ist der Teig circa 8 Minuten gelaufen und wir schauen uns den mal an. Sieht wunderschön aus.
nehmen wir mal ein Stückchen raus und machen die Fensterprobe. Indem wir den Teig einfach auseinanderziehen, wie so ein Fenster. So, und dann kann sogar die Finger durchschauen. Ganz schöner Teig. Und in dem Moment kommen jetzt die Schoko-Chunks rein. Die müssen alle schön kühl aus dem Kühlschrank sein, damit sie nicht den Teig erwärmen und eventuell sogar schmilzen. Das machen wir in einer ganz kleinen Stufe nur. Und die müssen echt nur so lange unterlaufen, bis sie alle nur verteilt sind. Die Schokostücke sind jetzt untergelaufen. Und jetzt nehmen wir mal den Teig raus. Der Teig ist jetzt fertig und den werden wir jetzt auf die Tischplatte schmeißen. Dafür nimmt ihr etwas Mehl und schmeißt den Teig einfach raus. Und dann formt ihr eine Kugel, indem ihr immer alles schön in die Mitte macht, umdreht und wieder in die Mitte. Umdreht, in die Mitte. Umdreht, in die Mitte. Umdreht, in die Mitte und nochmal umdreht, in die Mitte. Dabei spannt ihr den Teig mehr und dann dreht ihr den um. Lasst ihn hier einfach liegen, weil der muss jetzt für 15 Minuten ruhen und dann können wir ihn weiter aufarbeiten. Einfach abdecken mit einem Tuch. Und jetzt warten wir 15 Minuten. So, wir haben jetzt 15 Minuten gewartet und jetzt können wir den Teig abwiegen, indem wir einfach den ganzen Teig abwiegen. Rein rechnerisch werden das alles 110 Gramm große Stücke. Man nimmt sie einfach einen Teigschaber und wiegt sie ab. Und dann legt man sie einfach auf die Arbeitsplatte. So, jetzt haben wir alle Teiglinge abgewogen. Die haben jetzt alle ungefähr 110 Gramm. Und dann fangen wir an, sie zu formen, indem wir sie entweder einfach auf die Handfläche nehmen und dann wie eine U-Form machen und dann vor und zurück. Indem wir alles unten, und das nach unten, einfach unten alles einschlagen. Mit ein bisschen Kraft, aber nicht, dass der Teig oben reißt. Der Teig ist relativ fettig, deswegen wird er auch nicht kleben an den Händen. Und so habt ihr eine wunderschöne Kugel. Was ihr auch machen könnt ist, ihr nehmt die, faltet sie alle ein bisschen rein, so reindrücken und dann einfach lang rollen. Dann könnt ihr die Seiten noch ein bisschen so. Dann habt ihr ganz andere. So, das machen wir jetzt mit allen mal. Und nachdem ihr jetzt alles schön aufgesetzt habt auf euer Backblech, einfach nur mit Folie oder einem bemehlten, leicht bemehlten Backtuch abdecken. Aus dem Grund, sonst fangen die an zu kleben. Ich nehme Folie, weil das sich einfacher lösen lässt. Ja, und jetzt müssen wir circa 1 bis 2 Stunden warten. Aus dem Grund, weil der Teig muss jetzt schön reifen, Aroma bekommen und luftig werden. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Jetzt sind wir am letzten Schritt angekommen und jetzt müsst ihr nur noch den Ofen vorheizen auf 180 Grad und dann bepinselt ihr die Brötchen. Einfach langsam die Folie oder das Küchentuch abnehmen, so dass da nichts abreißt. Können wir zur Seite legen. Und dann nehmt ihr etwas Milch und bepinselt schön die Brötchen mit Milch. Darf ein bisschen runterlaufen, da passiert nichts. Schön mit Milch bepinseln. Das gibt ein bisschen braune Farbe, aber nicht so sehr wie Ei. Und das möchte ich auch nicht, weil ich möchte, dass da viel Kontrast zwischen Schokolade und dem Teig bleibt. Und jetzt backen wir sie bei 180 Grad für circa 15 Minuten im unteren Drittel der Schiene. So Leute, jetzt sind unsere richtig leckeren Schokobrötchen fertig. Und jetzt reißen wir mal eins auf und probieren das. Sieht man das, wie das schön dampft? Oh, unglaublich lecker.
Also unbeschreiblich lecker. Muss ich echt sagen. Wenn ihr diese leckeren Schokobrötchen auch machen wollt oder andere Sachen, abonniert den Kanal und liked dieses Video. Und wenn ihr kommentiert, was möchtet ihr sonst sehen?